Kakadus sind gerade nicht hier. Hier ist ein bisschen shitty. Australia Day. Gambaya Road oder bei Gambaya Road. Und die australische Sonne schlägt langsam um den Kopf, ey. Jack Zero. Ich verstehe nicht, wie man Schläge in eine gerade Strecke reinbekommt. Shirts and shoes must be worn at all times. Was ist das jetzt? Ist das Wasser oder was ist das? Oh, sorry. Es hat geknurrt. Hast du jetzt gerade mal repariert? Australischen Sauerkraut. Das ist so das traditionelle australische Hier ist ein Essen. M drauf. Meat Pie. Alles, was der Körper braucht zum Frühstück. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wenn man so die Straße hinter mir sieht, könnte man meinen, wir sind in den USA, aber wir sind in Australien, Australian Amusement Tour 2025. Erkennt man auch an diesen blau-roten Papageien, die einfach hier wie Tauben unterwegs sind. Kakadus sind gerade nicht hier, gibt es aber auch ohne Ende. Und wir sind wieder unterwegs. Wir starten jetzt hier aus unserem Nightcap Hotel. Entschuldigen Sie bitte? Hier haben wir 2 Nächte sogar verbracht, aber sind gestern erst sehr spät hier angekommen. Habt ihr gesehen gestern? Die Gegend hier ist ein bisschen weird. Wir haben bis jetzt war alles in Australien picobello, geleckt, schicki, fein. Hier ist ein bisschen shitty, viel Müll. Hier vorne um die Ecke ist der offizielle Melbourner Matratzenabladepunkt am Straßenrand. Weiß ich nicht. Das sind die Kakadus. Oh, die Schwalben fliegen tief. Der Himmel sieht auch nicht so geil aus. Gut, dass nicht nur heute Freizeitpark ist, sondern Freizeitpark mit Wasserpark. Wir checken das Ganze aus. Wir fahren 1,5 Stunden und zu Gambaya World. Gambaya World. Ich habe da manchmal meine Probleme mit. Es ist Sommerferien, es ist Sonntag und es ist Feiertag. Australia Day. Leute, Australia Day ab in unseren Toyota Fortuner. Ja, das Schicksal entscheidet, ob du mit dem Auto überlebst. Sobald nämlich ein kleiner Bump kommt auf irgendeiner Gravel Road, bricht der aus wie gestört. Habt ihr in den letzten Videos auf jeden Fall schon gesehen. Ja, wir satteln die Pferde und dann fahren wir mal los. Wir sind angekommen in Gambaya Road oder bei Gambaya Road oder whatever. Ich krieg das nicht mehr hin. Das war ja richtig. Ich krieg das heute nicht mehr hin oder in diesem Leben. Das ist voll der Hybrid-Freizeitpark und eignet sich für Unentschlossene. Freizeitpark mit Attraktionen, Wasserpark mit Wasserrutschen und Wildlife-Zeug irgendwie auch noch. Ein ganz schön großer Rutschenturm. Deswegen konnte man den großen Coaster nicht sehen, weil der dahinter geht, verschwindet und ein bisschen weiter unten steht. So, ich hoffe, da sind sie. Toiletten am Parkplatz direkt, sehr gut, denn wir müssen erstmal urinieren. Codepreise sind Online-Tickets. Allgemein übrigens vielleicht mal erwähnt, dass wir bis jetzt überall, wo wir in Australien waren, also super viele Toiletten gibt es und bis jetzt waren sie auch alle for free. Was? Ja, sehr schöne Toiletten sind hier auch. Ja, aber ich finde es halt krass, also es ist ja richtig und wichtig, was wir mal sagen, Toiletten vor dem Freizeitpark und Toiletten for free und das ist überall in Australien und das in ausreichender Menge, das finden wir sehr gut. Dass man in dem engsten Gang sich komplett zubaut und den ganzen Scheiß, links die Kühlboxen, rechts den Bollerwagen plus die ganze Sippschaft in den engsten Gang steht, das finden wir nicht gut. Hier hat der Park natürlich wieder sein Preisschild und wir sind jetzt gleich auch dran. Wir haben Online-Tickets
vom Park vorher bekommen mit Fastpässen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut heute, denn wir stehen schon was länger hier. Kleiner Funfact: vor uns sind wahrscheinlich Chinesen, so wie es wirkt. Das erzähle ich gleich. So, genau, also die wahrscheinlich Chinesen vor uns haben sich gerade in der Queue beim Baden eingeschmiert, aber nicht mit Sonnencreme, sondern mit Bodylotion. Aber dachten, das ist Sonnencreme, aber da gibt es, glaube ich, keinen Übersetzungsfehler. So, wir haben jetzt 1 Million Bänder hier, ja? Ja. Wir haben einmal den Eintritt. Dann für die Rutschen. Wolfgang Petri. Und dann Express für die Rides. Wir hatten übrigens für alles mögliche QR-Codes. Es hat einer von uns gereicht. Also nicht mal von jedem der QR-Code und nicht von jedem Piece, was wir hier haben, sondern ein QR-Code und da war alles drauf gespeichert. Wird sich das dann... Du Power Ranger. Ich weiß nicht, aber Papageien jetzt hier einzusperren, wenn du bei uns im Zoo Tauben hättest. Gibt es wahrscheinlich irgendwelche tollen Taubenarten dann wieder. Hier gibt es auch eingesperrte Koalas, Schatz. Was? Hier gibt es auch eingesperrte Koalas in diesem Land. Ja, im Wildpark gibt es auch Rehe und alles. Von daher, was hat er eingewickelt? Nichts? Seine Hand? Oh, Stoffkoala. Ah. Er hat nicht darauf reingefallen, wa? Ah, fast bin ich, fast. Okay, hier ist jetzt ein Hub. Wir haben den Wildlife Trail, wir haben die Outback Explorers, wir haben Oasis Springs und Oz Adventure. Und Outback Experience. Ja, möchtest du jetzt noch 20 Mal darauf zeigen? Die Leute sehen das gerade noch nicht. Ich erzähle, was hier gibt. Oh. Da wir ja... Ach Gott, das ist aber voll groß, das SBF-Visa-Ding. Ach so, das sind alle nebeneinander jetzt. Ja, das ist alles hier in dem Bereich. Entertainment, wollte ich gerade sagen. Amusement-Bereich. Ja, aber ich würde sagen, dass wir dann einfach jetzt nacheinander die Sachen machen, oder? Ja, ist ja egal. Dann ist es auch so, dass wir uns jetzt quasi steigern von der kleinsten über die mittlere zur großen Bahn. Und dann gehen wir mit euch mal hier durch. Es gibt auch Feuerwehrautos, was es hier so gibt. Also wir starten mit Mining Racer Coaster und SBF Visa Mine Train Coaster. Ja, ist nicht außergewöhnlich. Wie funktioniert dieses Express Queue Ding eigentlich? Weil ich sehe keinen Express Queue Eingang. Hallo. So, SBF Visa Standard Coaster, wie man kennt. Hier, die Leute kampieren richtig. Also ich glaube, das ist Ausstellungsfläche für Wohnwagen. Da gehen wir nachher mal gucken. Aber hier werden Zelte aufgebaut, Stühle. Nächste Achterbahn ist TNT Thunder Demolition Bros. Oder das sind die Thunder Demolition Bros. Weil die Bahn heißt, glaube ich, TNT. Man weiß es nicht. Ja, die Bahn ist TNT. Aber es sind die Thunder Demolition Bros. Brothers. Ja, da steht aber nur Bros. Punkt. Ja, steht bei Warner Brothers auch. Sagt auch keiner Warner Bros. Ich jetzt schon. Also. Das Ganze ist ein SBF Visa. Alter, Ja. die australische Sonne schlägt langsam um den Kopf, ey. Ein Vekoma Suspended Family Coaster mit dem, ich nenne es jetzt mal Standard-Layout, dem Orkanen-Layout. Das ist das erste gewesen. Und wir sind jetzt auf dieser Tour schon bei Warner Bros. Gefahren. Ja, Im neuen Zauber von Oz-Bereich. Und ja, hier steppern wir jetzt auch mal rein und gucken uns mal an, was das hier gibt.
Ja, gewohnt sehr gute Achterbahn. Hat Spaß gemacht. Ich finde die Einbettung auch cool. Ein paar nice Effekte, ein bisschen so Near-Miss-Effekte und so. Das gefällt mir. Also vor allem mit den zerborstenen Dächern, dann der Schlitz in der Wand, der Riss, wo du hier also vorbeigefahren kommst und rausgehst. Die Zielscheibe als kleiner Gag, die Figur als kleiner Gag. Also dieser Schatten von Schmauch. Sehr coole Bahn. Die Leute haben auch Spaß. Ich fände es auch wieder besser 2 Runden. Ne? Die fahren ja oft 2 Runden. Hier jetzt halt nicht. Ja. Wird der Bahn jetzt nicht schaden. Jetzt gucken wir mal. Project Zero. Hab da schon mal anders gedacht. Das gleiche in grün wie im Skyline Park. Maura Rides XK Skyloop. Stand vorher, ich meine im Dream World und ist jetzt hierhin umgezogen und steht jetzt hier. Ach du nee! Hilfe! Ich finde das gar nicht so geil. Project Zero. Zero breath in the time of ride. Ja, ich verstehe nicht, wie man Schläge in eine gerade Strecke reinbekommt. Also klar, Auf, Abbau, Spannung reinbringen, ja, verstehe ich. Aber das Ding fährt ja nur geradeaus. Dreht sich dabei halt um den Kopf. Die haben da original zu diesen, ich komme mit diesem Bügel nicht klar vom Maul, die sind genau unter meinen Rippenbogen, Gurte da wieder reingebaut. So, die mitten auf dem Bügel auch so random sind die irgendwie positioniert, habe ich das Gefühl. Ja, ansonsten kennt man Skyloop. Gambaya Road, Full Count. Jetzt seht ihr in der Zeit, wo wir nochmal Wiederholungsfahrten machen, die anderen Attraktionen hier im Park. Die Gambaya World befindet sich in Teanong North in Victoria, Australia. 1978 wurde eine ursprüngliche Fasanenfarm von inzwischen verstorbenen Ron Rado zu einem Wildpark umgewandelt. Im September 2016 wurde Gambaya Park für $4,65 Millionen an eine Investorengruppe verkauft und heißt seit 2017 Gambaya World. Zu den Investoren gehören unter anderem Well Pichotta, Eigentümer von Car Sales, einer Plattform für Fahrzeugkleinanzeigen, und auch Gary Ryan, seines Zeichens Gründer und auch Eigentümer von Jayco Australia, was wohl auch die Wohnwagen-Ausstellfläche im Park erklärt. Hinter dem Kauf stand die Idee, aus dem Gelände einen Themenpark zu machen. So kam direkt am Anfang Mining Racer Coaster mit einer Eröffnung Ende 2017. Project Zero und TNT haben beide gemeinsam dann am 23.12.2022 eröffnet. Alle 3 Achterbahnen gehören zu Oz Adventure, einer der 4 Welten der Gambaya World. Sowie auch 2 Rides aus 2017, die augenscheinlich von SBF Visa geliefert wurden.
Zum einen Rush Hour, ein ganz schön intensiver Spinning Ride, dem wir uns im weiteren Verlauf des Videos noch mehr widmen werden, und zum anderen der massive Tree Swing, eine Mischung aus Kettenflieger und Starflyer. 2018 hat man nochmal einen draufgelegt und mehr Thrill in den Park geholt. Rebel, ein KMG Inversion, bietet nicht nur eine aufregende Fahrt und eine Oldschool-Show, sondern auch 2 Anstellschlangen für eine Medium- oder intensive Fahrt. Obwohl es keine klare Abgrenzung gibt, befinden sich alle anderen Rides in einer anderen Themenwelt. Outback Explorers ist die Heimat der kleineren Fahrgeschäfte, die sich auch an die kleineren Gäste richten. So gibt es mit Berry Twirl einen kleinen Teacup-Ride, der seine Runden um eine riesige Erdbeere dreht und echt süß aussieht. Das Outback Pirate Ship ist eine Minischiffschaukel, die sich den überdachten Stellplatz mit Outback Pursuit teilt. Das wiederum ist eine entspannte Variante eines Rocking Tug mit Autogondel und sich drehenden Dekorädern. Unter gleichem Dach auf einer anderen Ebene befindet sich außerdem noch der Autoscooter Desert Derby Dodgem Cars. Die klassischen Convoy-Trucks heißen in der Gambaya World schlicht Truck Convoy. Und quer durch den Park fährt der kleine Zug mit dem Namen Race Express. Als dritten Bereich gibt es noch Wildlife Trail, den wir gleich noch mehr zeigen. Und zu guter Letzt gibt es noch Welt Nummer 4, Oasis Springs, der Wasserpark von Gambaya World. Die 8 Rutschen, der Lazy River, Wasserspielplatz und Wave Pool kommen unter anderem von Herstellern wie Whitewater West und ProSlide. Jetzt aber zurück zu uns selbst und dem On-Tour-Vlog. Ich glaube, ich bleib mal hier erstmal für den Ostride. Ganz klar muss man noch mal sagen, eine letzte Reihe waren. Das war jetzt witzig. So, ihr habt ein bisschen was darüber gelernt, was hier so geht, was hier so steht. Und damit ihr das auch bebildert habt, muss ich jetzt erstmal hier rumrennen und filmen. Ja, ihr seid nicht zum Vergnügen unterwegs. Also der große Wasserpark, da empfehle ich immer die Jungs von Cube Rides. Die sind absolute Koryphäen, was das angeht. Wir haben super wenig Ahnung. Ich kann noch nicht mal von hier aus sagen, wer die Rutschen gebaut hat. Andere können das. Liga-Rutschen erkenne ich inzwischen. Die haben ja dann diese Lotusrutsche. Aber sonst, also auch nur wenn die eine Lotusrutsche haben und dass die GFK-Rutschen sind. Ne? Also ich habe keinen Plan. Aber da findet ihr auf jeden Fall Abhilfe. Nee, Quatsch. Einfach nur Hilfe. Ihr werdet schlauer da. Schlauer als ich bin. Was cool ist, der Leroy hat ja vorhin die Eingangstore zu allen Bereichen gezeigt. Und wir sind ja jetzt theoretisch im Vergnügungsparksbereich. Hier kann man aber auch in den Wasserpark und vom Wasserpark Achterbahn fahren, wenn man möchte. Ja, ich weiß, aber deswegen hatten wir auch bei der ersten Fahrt nasse Sitze. Ich weiß nicht genau, ob man dafür sich was anziehen muss, weil es hat jetzt noch niemand hier in Badesachen ist irgendwas gefahren. Also kann sein, dass man dafür was anziehen muss, aber da kannst du ja auch eben was drüber ziehen. Shorts, es ist jetzt noch Shoes. Genau, Shirts and Shoes must be worn at all times. Aber das steht hier halt nirgends, deswegen keine Ahnung. Was wollte ich jetzt noch sagen? Hab ich vergessen. Übrigens, Wasserparkfilmen ist auch nochmal so ein Ding für sich. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Deswegen rennen wir jetzt bestimmt damit nicht da rein und auch damit nicht. Jayco stehen hier mit ihren Wohnwagen. Die haben jetzt hier 3 verschiedene Modelle. Das ist irgendwie... Ach, das ist dann diese flachen Dinger, der ganz rechts, der für 35 K. Diese Anhänger nur. Da gucken wir gleich auch mal rein. Ich weiß nicht, wir haben hier das Spitzenmodell. Wir fangen mit dem Spitzenmodell an. 2-Achs-Anhänger für 59.990 australische... Das finde ich ein bisschen witzig, dass hier ein Tisch einfach drin ist.
Also ich weiß, die Camper unter euch, die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Knowledge als wir. Ja, Ein bisschen mehr. Viel mehr. So 99,9%. Ich weiß, dass das ein Anhänger ist. Und hat mal 67.640 gekostet. Ach, das ist ja cool. Und? Also, hier kann man stuhlen, Hände waschen, duschen. Microwave, riesen Kühlschrank. Küche, hier die Ecke ist auch nice. Ich finde, kann das Bett nicht breiter? Brauche ich den Platz links und rechts davon? Krabbel ich nicht einfach so über die Füße da rein? Es sieht echt cool aus, aber das ist das Spitzenmodell, ne? Ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig? Ich bin voll nicht drin im Game. Es ist auch viel kleiner, als man denkt, von innen die Fächer. Aber auch mit Eisfach. Aber braucht man irgendwie... Ach, das ist so... Ach, das ist ein Gasherd. Ein riesen Ding, aber... Vier Flächen, ja? Aber braucht man einen vierflächigen Gasherd im Camper oder sitzt man nicht einfach mit der Platte draußen? Wahrscheinlich also, ja, geh mal im Winter, geh mal bei Regen. Ja, okay, habt ihr recht. Aber Klima. Ich glaube, ohne wäre auch ziemlich komisch in diesem Land. Okay, das gefällt mir. Würde ich mit klarkommen. Also es ist ja, Campen ist jetzt grundlegend nicht kacke, aber unpraktisch für das, was wir tun. Ja, aber warte, der hat ja dann nochmal das Dach ausgefahren. Ja, aber der ist kleiner, oder? Flacher. Ja, ich glaube, damit du da stehen kannst, kannst du das Dach ausfahren. Und dann das Niedrigste, das ist dann auch nur noch ein Einachsanhänger, ist dieses flache, was eigentlich nur ein Anhänger ist. Und du hast eigentlich nur ein Hardcover-Dach und so eine kleine Badewanne und dann hast du so ein Zelt drumherum. Da machen wir auch ein Stepper rein. Ach, guck mal. Ja, viel gemütlicher. Ja, finden wir beide halt viel gemütlicher. Aber du klappst das halt hier aus, hast dann da deine Zelt-Action und da auch nochmal Liegefläche. So viel bräuchten wir jetzt nicht, aber ich finde mit der Sitzecke hier. Hier ein Fernseher. Ja, Laptop stellst du einfach dahin, wenn du was gucken willst. Hier ist so ein ja, Motel-Kühlschrank. Ja, sehr klein, ne? Ja, Mikrowelle, ist das der Backofen? Ja. Geil. Eine Pizza, vielleicht Brötchen, aber dann hast du halt auch noch einen großen Schrank. Mit Spiel. Der Nachteil ist, du kannst hier natürlich, hast du kein Bad. Ja. Das ist was ich persönlich bevorzugen würde. Dusche, Bad und so. Aber jetzt zum... Ja, siehst du, deswegen machen wir sowas nicht. Ich kann mich schon nicht entscheiden. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich hätte hier drin gerne eine ausklappbare Dusche, ein Klo und eine Klima. Stimmt, hast du auch nicht. Nee, aber ein Rauchmelder. Weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich schon, dass ich mich nicht entscheiden kann. Aber sind das Preise wie bei uns? Ich habe keine Ahnung. Aber grundsätzlich, die haben halt auch irgendwie einen geileren Stil hier, ne? Auch mit dem Riffelblech unten und so. Okay, der ist jetzt wieder komplett normal weiß mit ein bisschen schwarzen Akzenten. Aber bei uns ist immer dieses Nikotinweiß. Ja, weiß ich nicht. Ja, das war unser kleiner Camper-Ausflug. Bei so vielen, die wir gesehen haben auf diesem Trip. Ich bin übrigens noch mit der Videorunde nicht durch. Richtig geil, dass hier einfach eine Viewing Area für diesen Rebel Thrill Ride hier ist. Hier hinter mir seht ihr da so eine 2 Stuhlreihen. So. Was auch cool ist, ist, dass der Rebel hier 2 Varianten hat, wie er fährt. Und zwar mild, Half Circle und Wild Full Circle. Das heißt, dass er dann komplett einmal eine Runde fährt oder nur eine halbe Runde. Die meisten Leute interessieren sich für Wild, würde ich sagen. Und auch die Zuschauer wollen Wild sehen. Ich finde echt diese Oldschool-Lichtorgel-Geschichte mit diesen Baustrahlern, wo die Farbfolie drauf ist, finde ich total geil. Das ist irgendwie so sympathisch Understatement. Und dann noch diese Oldschool riesen Strobos, die man früher bei uns auch auf der Kirmes hat und teilweise auch noch anfindet. Aber Leute, LEDs sind nicht böse. Hier sind echt viele Fliegen wieder unterwegs, die einen immer nerven. Also wenn wir so ein bisschen zucken, dann sind wir nicht krank, sondern wir haben einfach nur eine Fliege irgendwo sitzen. Also hier bei Rebel sind die Leute jetzt auch mit Badesachen in der Q-Line. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich kein Problem sein, mit Badesachen Rides zu fahren.
ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil erstmal hat der Bro gerade schon gesagt, so ein nix haltender Bikini ist bestimmt super bei einem Überkopfhaargeschäft. Aber das sei ja jedem noch selbst überlassen, wobei andere das dann vielleicht sehen müssen, was sie vielleicht nicht wollen. Oder auch die Kinder oder was auch immer. Zum anderen, weil sich halt andere Gäste dann auf nasse Sitze setzen müssen. In dem einen Park war das ja mega bei der Holzachterbahn, wo ja wirklich jemand schlotznass vorher mit so einer Buchs sich da hingesetzt hat. Und wir dann da auf diesen Polstersitz da so, ja, also, das brauchst du halt auch nicht, ne? Vor allem, wenn du dich dann irgendwann fragst, was ist das jetzt? Ist das Wasser oder was ist das? Dieser Starflyer-Verschnitt, das sind wir ja auf der Tour auch, nee, ist ja auch egal, in den Rockies gefahren, wo es über die Klippen geflogen ist. Da haben sie ja auch von SBF Visa. Aber der Bügel ist irgendwie so eine Türwurst, weißt du? So eine Isomatte einfach aufgerollt. Ein Luftzugstopper. Die Beamtin wieder, ey. Oder eine Türwurst. Der Number One Freeride hier in Gambaya. Das Ding hier. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber... Rush Hour. Rush Hour. Da wurde auf jeden Fall... Erstmal geht das total langsam los, die drehen sich da. Und dann irgendwann wird das so zentrifugenmäßig und alle rasten komplett aus. Und ja, also übrigens ist das hier in Australien schon an mehreren Attraktionen so gewesen, dass die Operator, wenn die ihre Rede vorher halten und sagen, dass man auf jeden Fall sitzen bleiben soll und sich festhalten soll, und dann ist das bei einigen Rides schon passiert, dass sie sagen, man soll die Hand heben, wenn man raus möchte. Normalerweise heben sich die Arme ja auch. Also für mich sieht das eigentlich aus wie von SBF Visa die Dinger, die das auch heben. Und dadurch wäre das mit dem Drehen ja gar nicht so krass, wenn du... Aber das ist ja, was ist das für ein Quatsch? Aber unten steht auch nur Traffic Jam dran. Ich weiß nicht, ob das bei SBF ein Traffic Jam ist, aber eigentlich fährt das anders. Aber... Ah, steht drauf? Okay, ist SBF. Ich wollte mich gleich noch umgehen, eigentlich aufs Pult gucken, aber auf dem einen Reifen konnte man sehen, die haben nämlich alles abgemacht von SBF Visa, die ganzen tollen Mercedes-Sterne. Aber eigentlich dachte ich, dass sich das auch noch so aufstellt und nicht nur einfach so, Alter, das ist nicht gut. Hier hinter mir in der Ecke haben wir auf jeden Fall noch zwei Kinderfahrgeschäfte, die ja, nicht so toll aussehen, aber die Kinder fahren sie alle, die lieben das. Überdacht und auch noch ein Autoscooter, ein ganz klein, mit einer super schönen Hintergrundbemalung, total süß. Aber Bro hat ja auch schon hier alles erzählt. Ich fand cool, dass es so süß bemalt ist. Also richtig, sieht gut aus, sieht nicht blöd aus. Manchmal malen das ja auch Leute, wo du denkst, haben die jemals irgendwas gemalt? Aber das war echt süß, das hat mir gut gefallen. Und ich finde cool, dass das überdacht ist, dass halt die Wartebereiche und auch die Attraktionen selbst da nicht in der prallen Sonne stehen müssen. Ja. Wer ist er eigentlich da? Kannst du den mal nachfilmen, den Ray? Ray hab ich schon drauf. Ja, hast du schon? Ray sieht super das blendet der Bro dann ein. Das dreht sich so doof, das sieht nichts aus. Das sieht nichts aus. Das sieht nichts aus. Man hat gelegen. Eine neue Frage, ne? I'm not going to be one of those. Yeah, I'm not going to that. I'm betting on it. That's your fault. Es ist ja auch wieder nett, dass sie dem Bro extra da hier noch so Kacheln, die Fliesen hingelegt haben. Wie heißt sowas? Steine? Steine? Damit er hier besser Offrides machen kann. Das finde ich toll.
Was ich euch zeigen wollte, ist hier vorne die Smoking Area. Wir haben ja erzählt, dass in den Parks hier nicht überall Rauchen erlaubt ist, sondern nur in designated Smoking Areas. Und die da vorne, ich weiß nicht, sie wurde irgendwie versucht zu verstecken, aber ich würde sagen, es hat nicht funktioniert. Naja. Off-Rides sind jetzt gleich durch. Dann gehen wir mal schauen, was es hier in dem Park sonst noch so gibt. Den Wasserpark zeigen wir euch später von oben. Oder haben wir euch schon gezeigt. Weil wie Bro schon gesagt hat, ist dann mit dem Film immer ein bisschen kritisch. Ne? Was? Ja. Ich habe gesagt, es ist nett, dass sie dir hier schon so Steine hingelegt haben. Ja, sonst richtig den Weg gelegt. Jetzt richtig für den Weg gelebt. Aber hier fällt eine. Du kannst aber doch super springen. Nee, lass das bitte. Tu dir nichts. Aber du bist einfach so drüber gesprungen. Habe ich jetzt nicht drauf. Ja, ging ganz schnell auch. Das ist ja auf jeden Fall so ein Riesending, hier irgendwie zu campen während des Tages. Die Familie stellt dann hier einfach ein Zelt auf oder sogar Pavillons und chillt dann hier einfach auf der Wiese in Massen. Also es ist halt nicht irgendwie, dass es einem einfällt und wie witzig, sondern das ist hier so ein Ding. Also wir sind jetzt wieder bei Outback Explorers rausgekommen, obwohl wir bei Oz Adventure reingegangen sind und auch zu Oasis Springs hätten gehen können. Also die drei Sachen sind auf jeden Fall alle verbunden und dieses Outback Explorers, das ist halt so ein bisschen, da hast du das Outback Café, dann hast du den Spielplatz und diese drei Kinderattraktionen, die so auf Outback gemacht sind. Und Oz Adventure, ja, da gibt es irgendwie alles. Oasis Springs ist halt der Wasserpark. Und wir gucken uns dann jetzt nochmal den Wildlife Trail so ein bisschen an. Ja, mal sehen. Oh, good work, Chloe. You missed one. I'll check the lambs and that. They'll put their chase the dog around. With a bit protected. This little one here, that's a merino there. He's only about 18 months old. It's only that one. We've got to try and put him in that yard there, Zoe. Back there. Stay there. Up, Zoe. The day when I get home, I say to Zoe, good day out there. Go to bed, and off she'll go to bed. Yeah, back there. Hello, beautiful. This is Missy. Training the children. Half the size the comb, so you're only taking off half the amount of wool. But these wider So as Mark was saying, you do have to shear all the sheep the same way. So apparently if it's not broken, don't fix it. Nah, this is how they've been shearing them since day one. Exactly right. This is the pattern. You've got it. Oh, he's getting very close to the end now. Hier gibt es ja auch die, haben wir ja erwähnt, die Outback Experience. Und wir sind hier gerade reingesteppt und ziemlich cool eigentlich, weil wir ja super viele Schafe die ganze Zeit bei unseren Fahrten gesehen haben. Und hier wird gerade vorgeführt, wie die mit ihren Schäferhunden arbeiten. Oder mit einem Schäferhund und der dann hier die Schafe aus dem Yard raustreibt, in den Wagen rein oder andersrum. Und danach wurde auf der Bühne ein Schaf geschoren und auch erklärt, wie, also was für Systemtechniken gibt es, wie machen die das, was ist das Besondere daran und so weiter und so fort. Also das ist ja das, was hier die ganze Zeit passiert. Überall am Rande der Straße, wo man unterwegs ist, das mal auch zu erklären und vorzuführen, finde ich ganz cool eigentlich. Also es wird mit den Schafen jetzt so oder so gemacht, ob ich jetzt aber zugucke oder nicht. Gleiches auch noch Kuhmelken, aber da sind wir, glaube ich, jetzt nicht mehr hier, sondern gehen dann mal rüber in den Wildlife Trail. Tasty to you at all? It's like her lollies. A liter of milk a day. She used to give us more when she had her calf, but there's a lot of, it's like punching her udder, which looks like it would hurt. But yeah. Now if you guys... Marky Mark. I don't know that one.
Die Schilder hier an den Gehegen sind ziemlich cool, weil man kennt das ja aus Zoos, die sind dann hier unten oder so da dran und dann mit so einem Bild, wo immer Wasser reinläuft und man den Text nicht mehr lesen kann, so einer Weltkarte. So wie das hier ist das irgendwie ganz cool gemacht. Das sieht man ja, das ist wetterfest und es ist bunt, man kann Bilder gucken und weiß trotzdem aber sofort, was Sache ist und ohne, weiß ich nicht, 14 Zeilen zu lesen oder so. Finde ich gut. Vor allem, wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir das Gefühl haben, dass Australier ein bisschen schlauer sind als andere Menschen auf der Welt. Man weiß einfach, wo Brasilien auf der Weltkarte ist. Deswegen ist es einfach nur, jo, Brasilien, hier in dem Wald da. Ja, das ist auch dann so ein Bild von diesem Wald ist oder Regenwald halt. Das ist ganz cool. Was die essen, wie lange die leben, einfach fertig. Yep. Saki Bombapi. Aber ich finde die Gehege oder die ganzen Volären finde ich jetzt gar nicht schön. Das ist halt echt Tierpark. Ja. Also alter Tierpark. Beschallung finde ich total unnötig. Ja, stimmt. Got a baby one here. Oh, look, a quokka. In my pocket. Was ist da los? Hat übereinander gefallen. Okay, let's go. Ich bin bereit, komm. Die hängen. So viel weicher als man meint. Ist das weich? Will ich nicht füttern, Leute. Oh, sorry. Es hat geknurrt. Das? Hast du das gerade mal repariert? Ich habe mich irgendwann den Haupthahn abgedreht, aber ich kann es auch wieder machen, weil das läuft nicht durchgehend. Ja. Das bringt es ganz in die Ecke, ne? Oh, guck mal. Der rote Eukalyptus hier, diese coole Pflanze, also mit den coolen Knospenblüten. Und das hier ist das sind einfach die Blüten. Das ist ja schön. Das finden wir gut. So, Leute, es ist soweit. Wir sind durch mit dem Wildlife Trail. Und ja, ihr habt, glaube ich, ein bisschen was gesehen. Ja, so und so immer zu betrachten. Das brauchen wir jetzt auch nicht 100-mal durchkauen. Wir haben uns das jetzt mal angeguckt, um das auch einfach bewerten zu können oder einfach auch mal
gesehen haben zu können, ne? Weil man kann halt nicht über was reden, was man nicht gesehen hat. Und ja, also die Koalas, das war super süß. Die hatten ja auch ein Baby dabei und so, das war total niedlich. Und die Kängurus haben echt auch super viel Platz. Die sind alle jetzt in einer Ecke gewesen, weil da halt der Schatten war. Und diese Wallabies, die vorher waren, die Albinos, da waren auch nicht so viele, also weiß ich nicht, vielleicht 5 oder so. Die hatten dann dementsprechend weniger Platz, aber die haben auch nur gefaulenzt. Das sind ja auch Tiere, die in der Dämmerung und im Morgengrauen unterwegs sind. Und wenn es warm ist, so wie jetzt, den Tag über faulenzen die halt und liegen so ein bisschen rum. Und die Kängurus konnte man auch füttern, also man kann alles füttern, wo man da durchlaufen kann durch diese Gehege. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um so einen Känguru mal von Namen zu sehen. Wir haben jetzt auch schon viele gesehen, auch lebendige, nicht nur Tote am Straßenrand, die waren aber ziemlich weit weg und so konnte man die auch streicheln und so und die waren echt ziemlich entspannt eigentlich. Und wenn sie halt nicht mehr wollten, haben sie sich halt in die Ecke zurückgezogen und fertig. Ja. Ansonsten, ja, die Leute waren jetzt ziemlich anstrengend heute irgendwie. Es ist ja Australia Day. Ich weiß halt nicht, wie das hier sonst sonntags ist, ob die Geschäfte sonst sonntags aufhaben. Das konnten wir jetzt noch nicht so validieren, weil wir halt eben auf dem Hinweg ziemlich früh unterwegs waren. Und da hat halt auf jeden Fall das meiste zu, außer irgendwie Cafés oder sowas. Deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau, ob die jetzt quasi besonders frei haben, auch die Eltern. Es sind ja Ferien, aber es hat ja nicht jeder jetzt Urlaub. Das ist ja wie bei uns. Wenn Ferien sind, hat ja nicht jeder auf einmal Urlaub. 6 Wochen oder hier sind es ja sogar 12 Wochen, glaube ich, die Ferien haben. Ja, deswegen, es ist auf jeden Fall gut gefüllt. Es wird jetzt immer voller. Es sind immer noch eben Autos auf dem Extended Parkplatz gefahren. Also hier ist auf jeden Fall die Luzi. Die Leute sehen jetzt, dass das Wetter gut ist. Dann gehen die vielleicht noch in den Wasserpark oder so. Ihr wisst, das ist echt nicht unser Ding. Und wenn es jetzt so voll ist, dann haben wir da erst recht keinen Bock drauf. Ja, wir haben eine Express Queue für die Slides und so. Aber die Slides sehen jetzt auch nicht so toll aus. Muss ich sagen, ich bin kein Fan von Rutschen. Also so geschlossene Rutschen mag ich sowieso überhaupt nicht. Da kriege ich voll die Beklemmung. Von daher lassen wir das einfach und lassen die Leute da in Ruhe schwimmen und oder auch nicht in Ruhe, weil das war auf jeden Fall ziemlich viel Palaver heute von den Menschen. Ich verstehe halt nicht, warum man in so einen Zoo geht und dann da in so einem Reptilienhaus ist, beziehungsweise so eine Art Höhle war das. Super klein, super dunkel, super eng. Da hat man ja das Bedürfnis, leise zu sein. Auch wenn es nicht steht, dass man leise sein soll, aber irgendwie muss man doch da nicht rumschreien, oder? Also sogar die Erwachsenen. Verstehe ich. Guck mal da. Also das war jetzt das Einzige, wo heute jetzt ein paar Leute, nicht alle natürlich, negativ aufgefallen sind. Der Bro macht gerade noch ein paar Aufnahmen vom Eingang. Und dann machen wir uns, glaube ich, auch schon auf den Weg ins Hotel. War auf jeden Fall cool. Ist irgendwie speziell, diese Mischung aus Freizeitpark und Wasserpark und Zoo. Freizeitparkteil war auf jeden Fall sehr gut angenommen. Also da könnte glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr hinkommen. Das würden die Leute auf jeden Fall auch noch machen. Von daher könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie das noch erweitern. Ja, $78 der Tageseintritt. Es gibt noch verschiedene Kombo-Angebote mit Familien und ich weiß nicht, so und so viele Kinder, so und so viele Erwachsene und sowas. Da kann man auch noch buchen. Mehr habe ich jetzt gerade nicht zu erzählen. Und wir fahren jetzt gleich zum Hotel. 2,5 Stunden circa, machen jetzt gleich noch einen Tankstopp. Gucken, ob sich da noch was ergibt. Ansonsten, wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal. Nicht abschalten. Wir sind jetzt gerade mal kurz runtergefahren hier auf den Rastplatz. Service Center heißt das hier. Dann hast du halt was zu essen, Toiletten, einen Rastplatz und eine Tankstelle und manchmal auch einen großen Parkplatz für LKW und sowas. Jetzt wollten wir hier kurz tanken, weil wir haben nur noch 157 Kilometer Reichweite und müssen aber 195 Kilometer fahren. Das kommt nicht aus, wie ihr euch vorstellen könnt. Und haben jetzt uns gedacht, cool, dann tanken wir hier, aber hier ist out of Diesel, gibt keinen Diesel mehr. Alle Säulen sind komplett gesperrt, out of order. Ja,
Der Bruder sagt gerade schon so, und ich denke mir noch, wenn wir irgendwann so in so eine Situation kommen und kurz verknappt sind, ich meine, wir sind jetzt noch viertel voll, aber dann haben wir nachher den Salat und so. Ja, deswegen wollten wir auch direkt tanken, damit das nicht dann irgendwie bei der, wo es drauf ankommt, passiert und du dann nicht mehr weiterkommst. Ja, das ist jetzt nicht unsere preferred Tankstellenmarke gewesen. Stimmt, genau. Weil die haben meisten Tankstellen von der Marke haben nur diesen Amplify Diesel, so heißt er bei denen. Das ist halt so ein Super Diesel, wie nennt man das? Wie Power Racing, ja, keine Ahnung halt was. Irgendwie mit mehr, was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall, der ist dann immer teurer. Deswegen. Aber die hatten jetzt normalen Diesel gehabt, zumindest laut Anzeige. Aber no way of, no out of order. So. Mann, Rudolf. Mann, Rudolf. Ja, Rudolf Diesel. Zeitreise, aber wir haben ein paar Rudolf-Säfte dabei. Ist das der Lifecycle-Umsatz? So, wir haben nicht nur Diesel getankt an einer uralten Tankstelle, sondern es wird Zeit für den australischen Sauerkraut. Also diese Kartons, ich krieg's auch nicht auf. Ja, was ist jetzt was? Also diese Dinge, ach, es ist heiß. Auf jeden Fall Käse. Ja, ist beides. Es sind so Kuchen, wie man sieht. Hier, der geht sogar schon auf. Das ist nicht definierbar. Wir haben nämlich Steak, Cheese, Steak and Bacon und Steak. Ja, du hast ja mit Hack, ne? Mit Hack, ja. Das ist so das traditionelle australische Essen. Hier ist Essen. ein M drauf. Meinst du, was ist das mit Minz? So Hackfleisch und du bist Bacon? Oder ist das ein Zufall? Tja. Ja. Wie isst man das denn? Einfach reinbeißen? Das ist viel zu heiß, oder? Oh. Das ist nur Blätterteig. Mhm. Ich will jetzt ja nicht rumasen, bevor du nicht wissen, wer was hat. Auch wenn es dann egal ist. Hier, Doch, das ist das Richtige, das ist Hackfleisch. Senfsoße und du hast irgendeinen Ich habe Ketchup. Kräuter-Tomatensoße. Ich weiß nicht, was ich damit mache, aber... Also ich finde zum Beispiel der Deckel, der ist ja jetzt nicht so nötig da drauf. Kann man den Senf mal probieren? Und flüssiger Kern, Alter. Und? Ist das das Richtige? Ja. Ich auch. Das ist eine Sauerei. Haben wir eigentlich Tücher? Nee. Schmeckt aber gut. Und bei dir? Ich habe noch nicht weit gekommen. Du traust dich auch nicht, du knabberst da oben. Ich habe halt nur extra den rangenommen, um dein Ding zu probieren. So. Das ist schon geil. Das wird gleich auseinanderfallen, dann ist es eine Riesensauerei. Na gut. Meat Pie, alles was der Körper braucht zum Frühstück. Hat mal. Leute, das haben wir jetzt das erste Mal überhaupt gesehen. Das ist für mich eigentlich das, was hier überall gibt. Das müsste es eigentlich mehr als Wasser geben. So Leute, wir sind dann jetzt am Hotel. Haben gerade noch eben bei Dan Murphys uns was gekauft und sind jetzt hier hingefahren. Ziemlich cool eigentlich, hier ist dieser Platz. Der ist total süß eigentlich. Bisschen süß, die Rezeption ist hier und die ist zu.
Und ist auch ein Schild drin, ich bin gleich wieder zurück, aber das sieht ein bisschen schlecht aus, weil das ist alles verrammelt. Wir haben ja eine ESIM, aber das ist nur mit Internet. Wir haben also keine australische Telefonnummer. Wir hätten jetzt auch keinen anrufen können. Jetzt kam hier gerade eine riesige, also keine riesige, aber eine Rocker-Gang mit 3 Mopeds und einer, der nicht mehr Moped fahren kann. Ein Pickup mit einem Anhänger. Und die haben jetzt gerade erst hier gebucht und stehen natürlich ziemlich blöd da. Jetzt ist der Gag, wir haben hier kein Zimmer, sondern das ist, also wir haben geparkt bei 15, wir haben aber Zimmer Nummer 10, müssen irgendwie rausfahren, einmal um den Block fahren, wieder reinfahren. Tür ist auf, Schlüssel liegt drin. Jetzt stehen die aber hier mit ihrem Pickup und Anhänger genau in der Einfahrt mittendrin. Was? Uhr redet mit dir? Ja, meine Uhr redet mit mir. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie lange die jetzt... Ob wir schon was mitnehmen irgendwie? Ja, Das ist auch dumm, ne? ja, ich fange jetzt nicht an, mein Zeug hier rumzutragen. Ja, weiß ich nicht, wie wir jetzt das arrangieren. Weil wir müssen jetzt hier wieder raus. Ja. Und das hat er auch mitbekommen. Ja, eigentlich schon. Weil, genau, die haben angerufen und dann hat er auch gesagt, ey, jo, hier stehen auch noch andere, die irgendwie einchecken wollen. Und dann hat er uns kurz sein Handy gegeben, einer von den Jungs. Und ja. Ja, die sind schon dabei, ne? Das soll offen sein. Tatsächlich. Krieg ich noch Kinder. Da liegt der Schlüssel. Tatsache. Ist das 5-fach? So durchreichig? Ja, das geht auf. Ja. Irgendwie. Ja. Wofür ist das? Post? Ach so. Das war für Post. Essen? Essen? Frühstück? Frühstück? Mysteriös. Ah, geile Couch, Alter. Wo kommt die denn aus? Welcher Jahrhundert? Und das Fenster irgendwie auch witzig, so bis unten. Ja, stimmt. Sand. Okay. Ein bisschen aus wie so eine alte Schule. Ja, hier wie ein ein Diner. Hier war immer mal wieder ein Fernseher irgendwo festgeschraubt. Alter. Ja, noch ein Kiesen. Hier Atlas-Spray gegen Insekten. Oh, Holy Bibel. Okay, der Übergang ist noch mal geil. Ach Gott. Die Dusche deckt da so runter. Okay. Eckiges Klo. Also so eine eckige Brille. Ja, witzig. Irgendwie lustig. Klima. Ja, ist okay, oder? Ja. 70 Euro, Leute. 70 Euro. Kann man nichts sehen sagen. Auch die Größe ist super. Willst du jetzt Schuhe kaufen? Nee, ich möchte eigentlich keine Schuhe kaufen. Ich möchte eigentlich was essen gehen. Sieht so dunkel oben aus. Aber probieren geht über Studieren, ne? Wir haben Sunday, aber wir haben Feiertag. Scheinbar ist denen das dann egal. Oder? Warum stehst du hier rum? Ja, ich gucke jetzt direkt nach einer Alternative, die scheint nicht zuzuhaben. Google ist ja immer, können abweichen und bla bla bla. Ja. Denn die haben keine Homepage. So Leute, wir haben gemütlich noch hier vor unserem Zimmer draußen gesessen. Insta-Story habt ihr das, glaube ich, ganz gut gesehen. Jetzt hier nicht wirklich. Und ja, lassen einfach um 5 Uhr gerade sein. Dann haben wir gerade so vor 5 bis 10 Minuten angefangen, uns zu kratzen, so an den Beinen, an den Füßen. Und so, was ist das denn jetzt auf einmal? Und dann ist Uschi gerade kurz hier rein, weil der Fuß so gejuckt hat. Ja, Moskitos. Die ganze Zeit nicht da waren, jetzt gerade geht's los. Erklärt die Netze überall. Aber jetzt sind wir gerade voll zerstochen worden. Sehr so, spät auch. auch sehr spät. Ja, Dämmerung normalerweise. Jetzt ist schon was länger dunkel draußen. Ah, die ersten überhaupt in diesem Land. Wir haben auch schon, das kann auch gar nicht sein, dass es das gar nicht gibt, extra so voll tonnenweise Mückenspray bestellt gehabt. Brauchst du die eigentlich gar nicht. Nee. Und auf einmal geht's los gerade. Ja, aber jetzt ist auch wieder zu spät.
Wir gucken noch ein bisschen was auf dem Laptop und dann war das für heute. Morgen wird es auf jeden Fall wieder weit, seht ihr dann. Und wir nähern uns mit den Füßen die Beine kratzen, auch immer gut. Einer hat mich unterm Fuß erwischt, ey. Oh. Genau. Wir nähern uns dem Grand Final, aber nicht das Grand Final ist nicht der letzte Park, aber morgen machen wir noch einen anderen Park und ihr müsst halt leider dranbleiben, aber es sind dann noch 4 Vlogs. Wie leider? Leider. Gerne. Weil Park morgen. Ach so, vielleicht auch noch mehr, weil das, was übermorgen ist, dann immer diese Zukunftsmusik, das wollt ihr alles gar nicht wissen. Es endet nie. 4 Tage in einem und dann noch einen und noch Ich habe übrigens hier eben einmal die Koffer umgepackt, das haben wir noch nicht erzählt. Wir hatten jetzt immer nur einen Koffer mit in den Hotels und der andere ist im Auto geblieben mit restlicher sauberen Wäsche und Schmutzwäsche. Und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt ist der Punkt, glaube ich. Ich habe das gesagt. Du hast gefragt und ich habe gesagt, ich glaube, ich muss umpacken. Und wir haben uns quasi ergänzt. Und dann habe ich das jetzt eben gemacht und naja, ich sag mal, der mit der sauberen Wäsche ist noch ein bisschen voll, weil man nimmt ja eh immer zu viel mit irgendwie, weil man ja denkt, man zieht sich 8-mal am Tag um und falls man dann nochmal sich umziehen will, weil man was essen geht oder, ne, und aber tatsächlich haben wir gar nicht so viel geschwitzt, wie wir dachten. Nee. Weil in manchen Urlauben ist es halt, oder Touren, ist es halt manchmal so, dass du dann wirklich sagst, boah nee, ich kann jetzt so, wie ich jetzt bin, wie ich jetzt im Park war, nicht mehr irgendwo anders hingehen. Außer in das Auto, womit ich dann ins Hotel fahre, aber nicht mehr essen oder so. Und das war jetzt so gar nicht eigentlich, ne? Das war also Tag 1. Ja, Tag 1 war heftig, aber sonst. Morgen soll es in Melbourne, da sind wir ja schon raus, 39 Grad werden. Mal gucken, wie es bei uns dann aussieht. Ne? Ja. Ja. Wie gesagt, der Bro hat ja schon gesagt, hier Feierabend und hier Tschüss.